Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video auf unserem Kanal. Heute hat sich für uns eine Möglichkeit ergeben durch Andrea. Er hat für uns seine Pforten, sage ich mal, geöffnet. Er hat uns angeschrieben, wir sind aktuell in der Schweiz unterwegs und spontan uns angefragt, ob wir uns mal seine Sammlung anschauen wollen. Und haben wir natürlich ja gesagt. Und wir sind heute hier schon im ersten Standort, denn Andrea hat auf jeden Fall einiges noch vor mit seiner Sammlung. Und wir gucken uns einfach mal hier alles an. Wir werden ein bisschen mit Andrea sprechen, was ja, seine Beweggründe sind, wie er die Sammlung aufgebaut hat. Also bleibt dran, weiter geht's mit diesem Video. Das sind jetzt, also das ist jetzt komplett, ne? Ja. Das ist abgeschossen. Ja. Oder? Das ist jetzt für einen Leopard. Für den Leopard 2, das ja, das okay. Brennt ab und das bleibt ja. zurück, oder? Das habe ich jetzt Replika gemacht. Aha, okay. Aber ist es jetzt für mich jetzt, sage ich mal, auch erstaunlich, wie viele Arten es dann gibt. Für was sind die denn einzeln? Das ist wahrscheinlich auch Übungsmunition, kann das sein? Sowas hier? Also. Wegen der Farbe auch immer, weil das Problem hatte ich auch bei... DM Deutsche Munition. Ah ja, okay. Bei euch in Deutschland heißt es DM 88. Mhm. Bei uns in der Schweiz heißt es Übung Pfeilpatrone 10. Mhm. Bei euch heißt es in Deutschland DM 33A1. Mhm. Bei uns heißt es Pfeilpatrone 90 Leuchtspur. Aha, okay, also kann man jetzt hier sagen, das ist jetzt vom deutschen Hersteller dann praktisch? Ja, Hersteller ist immer Rheinmetall. Ist immer Rheinmetall, okay. Aber in Deutschland ist das so bezeichnet oder allgemein in der Welt ist immer mit DM. DM 33 ist immer vom Kern her, oder? Und mal eben kurz zu der Farbe, weil wir hatten jetzt zum Beispiel in Schweden auch jemanden gehabt, da hatte ich eine Mörsergranate gefunden, die hatte auch diese Farbe gehabt oder grün. Kann man denn immer sagen, blau und grün ist Übungsmunition oder kann man sich darauf nicht verlassen, wenn man sowas findet? Nicht immer verlassen. Nein? Okay. Hm. Weil da gab es große Diskussion, ja, muss gemeldet Kaliber werden. 50 mit blauer Spitz. Ja. Ist von Amerika, vom Zweiten Weltkrieg zum Beispiel, ein Brandgeschoss. Ja, okay. Ja. Also man kann wirklich als Laie das nicht klar sagen, was es letztendlich ist. Ganz ne? genau. Schwarz eher ja. Schwarz ist immer sicher Übungsmunition. Okay, oder? Ach so. Aber sobald Grau, Grün oder etwas andere Farbe reinkommt, Gelb, auf jeden Fall Gelb ist sicher Sprengstoff. Okay. Da muss man sicher mehr aufpassen. Oder direkt die Finger davon lassen. Okay. Wir können ja einfach mal hier so durchgehen. Also das sieht mir eigentlich hier schon eher so Richtung Erster, Zweiter Weltkrieg aus. Italien, ja. Italien, okay. 65 mm. Ja, man sieht das hier auch ganz gut. Hier sind ja die Körper im Prinzip schon korrigiert. Ganz genau. Das scheint hier so eine Art Übungsobjekt zu sein, ne? Dass man das sieht, wie es innen... Diese rote daneben, das ist ein Schnittmodell von einer Schrapnel von der Schweizer Armee. Wahnsinn. Die sagen mir auch irgendwas hier. Ja, das sind 30 mm von Mirage oder Hunter Flugzeugkanonen. Von der Kanone DV und Aden. Da hast du separate Geschosse noch. Der andere 20 mm Fliegerabwehr, 27 mm Einschuss, 30 mm vom neuen Schützenpanzer 2000 von der Schweizer Armee. Die jetzt hier in der Mitte, ne? Ganz genau. Ja. Das heißt, in Deutschland, in Italien heißt diesen Panzer, glaub, CW 9030 oder irgendwas. Das ist 35 Flap Kanone. In Deutschland habt ihr die Gepard Zwilling. Ja, genau. Aber die Gepard hat Gurt, hat Gurte, oder? Das ist auch schon massiv, ne? Nur dieses Gurtelement. In der Schweiz haben wir so einen 6er Lader, oder? Ja, so ein Ladestreifen im Prinzip. Ne? Ja. Genau. Aha. Als Außenstehender jetzt, also und die sind alle noch abgeschossen. Man sieht da bei der Hülse ach so, hier diesen die Bereich Farbe hier. ist weggebrannt, oder? Ja, genau. Ja. Durch diese Rillen. Also mich fasziniert auf jeden Fall, wo ich jetzt auch verstehe, dass man das sammeln kann, dass es doch so echt so eine Vielzahl
an Munitionsarten auch gibt. Wie gesagt, Oberlohn waren ja gewesen, hatten wir jetzt zu Anfang mal kurz angesprochen gehabt. Da haben wir auch eine Vitrine gesehen, wo eine Vielzahl jetzt nur aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg ausgestellt gewesen ist. Aber das ist ja wirklich, da brauchst du ja auch eine Expertise und eine Ausbildung, um das wirklich zu identifizieren. Gerade dieses, was du sagtest, Kamil, das ist, das sind, sag ich auf Deutsch, Kampfmittelräumdienst, genau, das ist hier Schweiz Kamil. Da musst du dich halt wirklich auskennen, ne? Das ist Wahnsinn. Die Schweizer Armee verkauft zum Beispiel diese Kisten, ja, aber sie nehmen Kleber weg. Aha, okay. Also Kleber habe ich mit dem PC-Replika gemacht. Ach so, okay. Ja. Ja. Weil ich den Kunststoffinhalt habe, oder? Ja. Und beim Schützenpanzer 2000, die Hülsen sind so gegurtet. Hier drin, nein, falsch gesehen, sorry. Hier drin haben jetzt 21 Patronen Platz gegurtet, oder? Und da ich die Kiste habe ich jetzt 21 Oh je, so sieht es da drin aus. gegurtet drin. Ja, und da das ist auch. mit dem Styropor. Ja, ja. Also sieht man mal wirklich, wie das hier auch in der Kiste ist, weil wie du schon sagtest, diese Kisten kann man ja auch so normal auch kaufen, ne? Ja. Aber natürlich ohne Munition. Aber hier sieht man mal ganz gut, wie das im Prinzip in dieser Kiste halt drin ist. Und Ne? hier, es gibt Kisten, wo für verschiedene Munition verwendet wird. Oder? Hier wird es für nur 21 30 mm verwendet. Und bei dieser Kiste mit einer anderen Kunststofflage haben 30 mal 27 mm Platz. Für welches Waffensystem waren die jetzt nochmal? Für Schützenpanzer 2000. Okay. Aber das CW 9030. diese 21 Patronen, die sind ja im Regelfall halt total schnell verschossen, oder? Ganz genau, ja. Also Jetzt wie schnell die ist diese Kiste weg? Also im Gefecht? Die Munitionkadenz für diese Kanone weiß ich jetzt nicht auswendig. Aber wenn man das jetzt mal sieht, und du schleppst da diese riesige Munitionskiste. Die Munitionskiste wird sicher im Panzermagazin gelagert. Ja, okay. Also, aber das ist schon Wahnsinn, und wie schnell es dann letztendlich weggefeuert ist. Ne? Oh, das ist schon mal. Und hier hast du noch einiges an Waffen. Aha. Das ist jetzt Alle wahrscheinlich Waffen vornehmlich Schweiz alles. Ne? Alles von der Schweiz, ja. Und das hier sind dann Auszeichnungen hier und Medaillen. Ja, die oberen da, die roten ist, jedes Jahr wird in der Schweiz diesen Feldschießen gemacht. Ja. Mit obligatorischem Schießen. Ja. Ist damit die Schweizer Bevölkerung immer in Übung bleibt. Ach so, Oder? okay. Und wenn man gut schießt, im Feldschießen, bekommt man so eine Medaille. Also kann im Prinzip jeder in der Schweiz sowas Da kann jeden gehen, wo Lust hat, schießen. Ja. Und beim obligatorischen Schießen geht nur sag mal so, Angehörigen von der Armee. Oder Leute, wo in der Armee drin waren, weil eben die Munition vom Bund bezahlt wird. Ach so, ja, wollte gerade sagen, ja, das ist ja dann auch eine kleine Kostengeschichte. Es gibt auch, ne? da habe ich zum Beispiel, siehst du, die letzten zwei sehen gleich aus, aber eine ist für Pistole Ah, okay. und die andere ist mit dem Sturmgewehr. Oder? Sturmgewehr habt Ja. ihr. Also G36 wie in der deutschen Armee, das Standardgewehr, das habt ihr jetzt nicht. Jetzt SIG 550 Aha, okay. haben wir. Ja. Und da eben die verschiedene, wenn die Armeegattungen, die ältesten, dann sind ein paar Abzeichen weggenommen worden, dann ist mit Goldrand gekommen, bis jetzt die ganz neuen auf dem letzten Bild. Oder? Sind das jetzt im Prinzip die Embleme, was man am Barett hat? Barett, oder? Ja, ganz genau, genau, wollte gerade sagen, ne, sowas. Ja. Aber schöne Sammlung, es ist wirklich, sieht toll aus. Das sieht man halt auch mal auf Es dem gibt ersten sicher Blick. Sachen auch, wo doppelt sind. Oder? Ja. Aber man sieht auf den ersten Blick, wie viele Waffengattungen es halt gibt. Auch ne? Prototype zum Beispiel, der ganz oben da, wo die ganz große 5 ist. Ah, Prototyp. Das ist ein Prototyp. Ah. Oder? Das ist natürlich dann richtig selten, wenn du das halt Ganz hast, genau. Ne? Also ein Durchschnitt, so ein Wappen bist du um die 15 Franken pro Wappen. Für nur diesen bist du bei 150. Ja, klar. Da in der Mitte hast du einen, wo Rolling ist, gar noch nicht hier, ja. gestempelt, oder? Kannst du dein eigenes reinmachen. Ja. Wo sind wir hier? Das ist ja
also die erste ist Zweiter Weltkrieg Deutschland, die vorne auch Deutschland. Das sind jetzt was für ein Waffensystem? 15 cm alte Haubitze oder schwere Feldhaubitze von Deutschland. Aha. Oder SIG 33. Ja. Die zwei auch. Ersten Weltkrieg Deutschland. Aber warum sehen hier die Zünder jetzt in dem Fall noch so gut aus? Weil die dann auch wieder zusammengebaut wurden, oder? Ja, ich habe sie wieder zusammen. Aber ist alles abschraubar. Okay. Das sind T-34 von Russland. Ach echt? Ah, die sehen ja wirklich Kleinkaliber, klein aus. die 76 Millimeter, alle diese 4. Aha. Und dann gibt es auch 85 Millimeter. Das ist schon der größere T-34 gewesen. Ganz genau. Ne? Ja. Dann das ist 100 Millimeter. Das ist 122 auch Millimeter. von den Russen jetzt. Alles von Russland. Hier hinten hast du von der ISU 152 Geschoss und Hülse. Das ist ja dieser Panzerjäger von den Russen, ne? Ganz genau. Ja. Das ist aber auch ein Uniform hast du hier, aber die hast du jetzt natürlich entsprechend geschützt. Ne? Man sieht das ja ein bisschen. Ne? Hier wahrscheinlich auch durch Motten und sowas. Ne? Nein, oder? Ist das geschweißt? Ach, das ist nicht Schweiß. da war meine. und beim Schweißen ist das jetzt. Ach so. Aber ansonsten hast du die natürlich hier drin wegen Insekten. Außer ne? die ganz unten hier jetzt. Das sind jetzt auch alles noch Schweizer Uniformen. Genau. Sind das ältere oder habt ihr die? Diese hier ist zum Beispiel von meinem Großvater. Aha. Von meinem neuen Großvater, sagen wir mal so, oder? Er hat Militär so in den 60er Jahren gemacht. Okay. Oder? Und das sind seine Abzeichen. Und mein anderen Großvater, der Originalgroßvater, sagen wir mal so, hat Ordnanz 40 gehabt, wo im Zweiten Weltkrieg gebraucht worden ist. Und er hat eine andere Uniform gehabt. Er hat Ledertornister gehabt. Mein anderer Großvater hatte schon den neuen Stoffrucksack gehabt. Das sieht man auch mal so die Entwicklung halt von den Sachen auch. Ganz genau. Diesen ersten hier ist von Wehrmacht. Ja, das habe ich auch schon mal auf einigen Fotos gesehen. Das ist praktisch wie so eine Art Schafsfell oder Ziegenfell hier, ne? Pferd. Pferd ist das, okay. Ja, die Schweizer Armee hat Pferd gebraucht. Deutsche, glaube ich, auch. Ah ja. Und einfach um Regen, Wind und Wetter, ne? Ganz Regenschutz genau. ist das ja im Prinzip eigentlich ein einfacher, ne? Krass. Ja, Brotsack, auch die verschiedene, oder? Das ist der ganz alt, das ist 1900. Das kam direkt so wie hier jetzt an den Rucksack oder kam das auch an die Koppel? Das wie hier montiert, ganz oben. Da ist die Gamelle drin, Feldflasche drin, ja einfach eben der Brotsack, oder? Und hier wahrscheinlich Zeltbahn oder? Nein, das ist Waschsäckli. Ah, ja, okay, ja. Die dreckige Kleider zum Beispiel. Ja. Da verschiedene Kampfstiefel, oder? Das ist auch, kann ich das eben einmal so mal was zu das sehen? Ist aus dem Guck mal, Melanie. Siehst du das hier? Schuhe vom Zweiten Weltkrieg. Wir haben sowas auch schon mal gesehen, also Sohlen davon, die übrig geblieben sind in Stollen. Und die hatten halt auch diese Nägel noch teilweise. Die Nägel sind gut. Ja, um halt den Grip zu haben auf dem Boden auch, ne? Zum Beispiel, was wir in der Schweizer Armee immer noch brauchen, ist diesen Mantel hier. Echt? Oder? Der Mantel hier hatten die Deutschen zum Beispiel auch. Ja. Oder? Und das hat die Schweizer Armee im Zweiten Weltkrieg gebraucht. Und das habe ich selber noch in der Armee gebraucht. Ich kenne auch da diese... Jetzt braucht man nur den Mantel, aber dazu gibt es auch, wo habe ich jetzt sie? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Aber das ist ordentlich, es ist sehr aufgeräumt. Also da habe ich die Schuhe von Stalingrad, von der Wehrmacht. Ja, da muss ich eben auch nochmal hingehen. Das ist ja sehr spannend. Wo du mit dem Kampfstiefel reingehst, wo die große Holzsohle ist. Guck dir das mal an, Melanie. Also das hatten die Soldaten in Stalingrad, also in Russland, an, weil das so extreme Minustemperaturen gewesen sind, damit die Füße halt auch nicht einfrieren. Ist das denn
die nachträgliche Winterausrüstung jetzt beispielsweise von den Deutschen gewesen oder ist das, haben die sich das vor Ort dann so selbst gemacht? Nein, das hat jemand entwickelt und eingeführt, ja, ne? denke ich Okay. mal. Und die Schweizer Armee mit diesem Mantel da hat es auch Schuhe, aber jetzt weiß ich nicht genau, wo ich jetzt die hab. Ja. Ah, das ist wirklich Wahnsinn. Hier oben hast du ja auch noch eine Menge. Das ist Ersten alles Erster Weltkrieg, Material, ne? ja. Ach, hier Italien. oben, das ist doch hier so eine Grabenkeule oder wie man das nennt. Kann das sein? Ja, so eine von Hand zum So Werfen. Nahkampf. Ach so, das ist. Ja, Ja, weißt das du, hat an man was mit mich dem das auch Gewehr erinnert? gewerft, an diese sind von Hand, oder? Okay. Diese auch Weißt du, von aber Hand. das erinnert mich, da gab es früher halt auch diese Grabenkeulen, das hatte man im Nahkampf, wenn die halt in die Gräben gegangen sind und dann hast du mit so einer Keule praktisch Okay, den ja, Nahkampf geführt auch. Deshalb erinnerte mich das jetzt gerade in dem Moment so ein Ja. bisschen dran. Und das da oben mit dem Stacheldraht ist Ist zum Werfen. auch zum Werfen. Also haben Ja, viele, das ist im Front gemacht worden. ja, so, Das so, ist so nicht eine eigene, eine ja. Originalfabrikanfertigung. Ja, weil das da auch mit diesen Handgranaten auch so richtig losging, ne? Dass man ja, hast du auch so Stielhandgranaten? Das, Stielhandgranaten habe ich nur neuere Modelle von der Schweizer Armee hier hinten. weil das sind jetzt auch so Objekte, die haben wir im Feld auch häufig mal gefunden. Das ist Diese? jetzt eine moderne Version, dass es das immer noch gibt, wundert mich. Ja, das braucht jetzt die Schweizer Armee nicht mehr. Wie Das lange ist- war das jetzt? Das ist Modell ausgerüstet? 43 von der Schweizer Armee Ja. und gebraucht, glaube ich, bis, keine Ahnung, Ende 80er vielleicht. Ja, okay. Oder? Aber erstaunlich, hätte ich jetzt auch nicht Die erwartet. Schweizer Armee hat so viel Munition, wo jetzt, wenn man jetzt im Gelände geht und so eine Beleuchtungsgeschoss findet oder so, die schon 30 oder 40 Jahre alt ist. Was ist denn das hier, Frank? Jede Farbe, oder? RN1, gelb, weiß, dunkelblau, grün, schwarz, ist etwas, und hier habe ich drauf geschrieben, das RN1 ist Iperit, oder? Ach, das, So, oder? das ist verschiedene warum- verschiedene Gasstoffe, oder? aber jetzt mal für mich, warum hat man das gemacht? Warum gibt es hier verschiedene Gasstoffe? Ich glaube, sie haben das getestet. Vielleicht ein so. Gas ist mehr Tödlicher dann als... besser zum schneller Leute töten oder irgendwas okay. so, oder? Das Oder ist- bleibt vielleicht, Aha. Das ist ja schon also es gibt da Wahnsinn. dieses Senfgas Ja. und. Oder? Ja, das ist ja wirklich Wahnsinn. Also wie gesagt, dann seht ihr jetzt nochmal, das ist wirklich eine Wissenschaft für sich. Und wie Andrea das jetzt auch schon mitteilte, wenn man jetzt normal ins Museum geht, kann man das halt auch gar nicht wirklich verifizieren. Und nur hier finde ich, jetzt beim Sammler oder jemand, der eine richtige Expertise hat, kann man das auch erstmal näher verstehen, weil es ist wirklich eine Wissenschaft für sich. Und deshalb finde ich das hier wirklich sehr stark, dass du hier so eine Sammlung aufgebaut hast und dass du vor allen Dingen halt auch in Zukunft vorhast, das so ein bisschen öffentlicher, damit genau. halt solche Personen wie wir jetzt in dem Fall sich das auch mal näher anschauen können. Und Andrea, das hat halt auch die Lust, sage ich mal, das zu erklären. Und ich finde, das macht so eine Sammlung auch mehr wert, als wenn du jetzt hier alles zumachst und das nur für dich hast. Ganz Weil das ist so, weiß ich nicht, da hat keiner so ein bisschen was davon. Du findest für dich ist es toll, aber niemand wird das sehen, weil diese Sachen, die sind ja auch systematisch, wird das ja immer weniger. Ne? Also Andrea hat jetzt auch gerade nochmal gesagt, es ist mittlerweile sehr umständlich auch, sowas zu bekommen. Ne? Du hast ja noch eine extra Ausbildung und so weiter, aber das wird halt auch immer schwieriger und irgendwann sieht oder findet man das halt auch gar nicht mehr. Ne? Also Andrea hat uns hier eben kurz erklärt, wir sind ja die ganze Zeit ja so ein bisschen drum gelaufen. Diese riesige Rakete hier ist von dem Bluthund, ne? Bluthund? So heißt das. Vom Finger auf. Ja. Das ist praktisch eine Raketenart, ne? Abwehrrakete, Flugabwehrrakete ist das dann wahrscheinlich, oder? Nein, von Erde. Ach, eine Luftbodenrakete. Luftrakete, genau, ja. Und er sagte eben, wir gehen jetzt mal hier durch. Du hast noch einen Flügel hier. Ja, jetzt muss ich beide gucken. Flügel. Beide Flügel. Da im Ecken. So, einmal hier rum. Ach, hier, ja. Das ist ein bisschen dunkel jetzt, aber ihr könnt es hier erkennen. Hier ist einer.
Ganz genau, hinten ist der Und da zweite, hinten ist der zweite. oder? Und sind eben diese Ja, zwei genau. Von dem Seitenflügel, Modell. oder? Ja. Vom Hauptkörper. Ja. Ja. Das ist schon Wahnsinn. Also versuchst du noch die restlichen Teile zu bekommen? Unten habe ich, kann ich dir zeigen, habe ich Ach, da hast du noch ein eins. Treibwerk. Ach, Wahnsinn. Und jetzt muss ich weiß wo, einen zweiten, beziehungsweise die Person hat zwei, habe ich zwei und dann möchte ich herausfinden, wie der Rest von der Körper aussieht, ohne die Zusatzraketen hier mit diesen 4 Flügeln und mal den Hauptkörper mit diesen 2 Flügeln und hier hinten kann ich abmessen und 2 viereckige Replika-Flügel machen, aber damit kann ich diese... Aber dann hättest du eins aus Originalteilen und Replika ja, zusammen. teilweise, ganz Ja. genau, ja. Ja, das ist schon, also man versucht zumindest auch schon Sachen mit Replika zu ersetzen, damit man zumindest dann mal eins dieser Modelle komplett fertig bekommt. Und ja, das ist wirklich Wahnsinn. Jetzt sind wir eine Etage tiefer praktisch gesehen. Da ist eben dieses Treibwerk. Das hier Und unter der dem Tuch, Bluthund. ne? Ei, tatsächlich. Und die ist bis da hinten lang, ist ungefähr ja, 2,5 Meter lang. Oder? Ei, tatsächlich. Wahnsinn. Also das ist... Da Panzerraupen, Panzerlaufrad, Ja, stimmt, hier ist ja... Ja. ja, ein bisschen alles. Formel 1 Reifen habe ich da. Formel Da 1 hinten, Reifen auch noch. Mir gefallen auch Geweihe, oder? Ja, ich hatte oben Da schon gesehen, da hast du Da auch hinten was. habe ich ein Elch, Munitionkisten, Panzerteile. Ich wollte gerade sagen, guck mal, Melanie, die ganzen Munitionskisten hier, ne? Das ist auch Wahnsinn. Also die Munitionskisten, die haben ja auch was für sich, weil die sind auch dekorativ, finde ich, ne? Das Diese ist, ganz oben zum Beispiel ist für Mauser 27 mm vom Flugzeug von Deutschland. Und von dieser Kiste suche ich eben diese Kunststoffinhalt, oder? ach so, wo dann praktisch die Munition ja auch Die letztendlich einzige reinkommt. Kanone, wo jetzt gut sehen kannst, ist die hinten hier, hinter der Tür Okay. hier. Pass auf, Melanie. Da ist Das- der raus, so kannst du das auch schauen. Dazu kommt Licht rein. Das ist jetzt so eine Das Bordkanone von einem Das ist eine Bordkanone, Ja, eine Bord- Aden Ja, vom Anter, okay. 30 mm. Boah, da sieht man das mal komplett ausgebaut. Also das wäre da normalerweise im Flugzeug, ne? Ja. Aber da ist wahrscheinlich- der Teil zum linke und rechte Waffe machen. Aha, okay. Dann neben da ist der Lauf von einem Bunker, 9 cm. Ach, die hier? Die Bunkerkanone. große hier, ja. Weißt du dann, wo die noch gewesen ist? Wo die eingebaut war? Ja, es gibt verschiedene Bunker. Okay. Aber so ein Und Standard. diese habe ich zum Beispiel 2 Modelle. Habe ich 2 Stück. Und ganz hinten siehst du nur der Lauf da, wo leuchtet. Unten, wo die Kiste Persil ist, Ja. das ist der Lauf von der DV. Und die Kanone geht bis da, wo, ja, Bis zur Wand praktisch ja schon, ne? ungefähr. Warte, ich hab da nicht gespielt. Jetzt sieht man das besser. Ja, Ah, ungefähr besser. ja. Siehst du die Waffe Ja, dahinter? genau, da sieht man das wirklich da hinten. Vielleicht können wir ja auch mal, weil wie gesagt, wir sind jetzt auch keine Experten in dem Moment, aber vielleicht mal von dir noch mal ein paar Fotos zu Klar. den Systemen geben. Die können wir dann hier einblenden. Da habt ihr eine Vorstellung von welchem Gerät das letztendlich ist, weil das werden sich dann wahrscheinlich viele fragen, die sich jetzt auch weniger auskennen. Aber das ist schon, ja, aber du siehst ja, ne, du brauchst den Platz, ne, um es halt auch irgendwie erstmal zu lagern und du willst es ja dann letztendlich auch ausstellen irgendwann mal, ne? Das ist nicht so einfach. Was hast du da oben noch? Was ist an der Wand? Das ist ein Periskop von einem Panzer. Das Eine ist im Optik. Panzer drin. Ja, Wahnsinn. Panzer 61 von der Schweizer Armee. Hm. Ist der noch im Betrieb? Ist der noch aktiv? Nein, ist schon nicht. ausrangiert. Ja, okay. Da habe ich auch andere Optik. Ja. Da hinten die Optik von M109 Haubitze, wo diese ja. diese Lache drauf ist. Ja. Das vom Panzer 68 zum Wählen
MG oder Kanone und zum Steuern. Dann hast du hier einfach so praktisch hier so einen Schalter. Ganz genau. Dann schaltest du auf das Das ist der Radar für die Bluthund, wo eben diese Nase drin ist, wo wir vorher gesehen haben. Mhm. Das ist ein Mörser, ja, ein 71er Liran. Das hat nur Beleuchtung abgeschossen und das war im Panzer, außen vom Panzer aufgebaut. Das ist immer, was an der Turmseite so verbaut war? Diesen hier war vorne. Vorne, wo die zwei Luken sind. Was auf die Seite montiert ist, ist diesen hier. Ach ja, genau, den meinte ich jetzt, Nebel ist das richtig. Diese zwei sind von Centurion Panzer, also Centurion Panzer ist der von England, von ach guck mal, da hast du 8 Zentimeter und hinten G13, ne? Vom G13 oder ja, Schweizer Armee. Oder, das ist die Mündungsbremse, genau gleich wie beim Pak 40. Ja. Und die Schweizer Armee hat auf die Hetzerpanzer von Deutschland oder die dann danach also was ist denn? Hat die Mündungsbremse montiert, weil die Originalpanzerkanone vom Zweiten Weltkrieg Deutschland hat keine Mündungsbremse. Genau, ja. Das ist ja immer so dieser klassische Unterschied zwischen diesem Hetzer Deutschland zu dem Schweizer. Aber habt ihr nicht auch einen getauschten Platz vom Fahrer? Oder täusche ich mich da? Das weiß ich jetzt nicht auswendig. Also ich hatte mal was gehört. Vom Kollegen. Ja, aber ich bin mir nicht sicher. Aber ich habe mal irgend sowas gehört. Ich weiß, Originalmotor von Deutschland ist Benzinmotor. Und von Skoda, oder? Und die Schweizer Armee hat Dieselmotor eingebaut. Aha, okay. Das bin ich sicher, ja, oder, dass der Unterschied ist. Oder? Aber optisch ist der halt, wenn jetzt nicht die jetzt links, rechts fahren, muss ich jetzt. Ich habe mal was gehört. Panzerfahrer ich kann das nicht unterschreiben. Ich glaube, irgendjemand hatte das auch mal runtergeschrieben, weil wir hatten einen G13 in Frankreich gesehen. Und da hatte ich halt auch gesagt, das ist der Panzerhetzer, weil hier die Mündungsfeuerbremse halt fehlte. Und die hatten halt das Camouflage und das Hoheitsabzeichen von einem Hetzer halt. So, und da sah das natürlich erstmal aus wie ein normaler Hetzer, aber viele sagten, das wäre halt ein G13. Und einer schrieb halt, dass auch der Platz, weil ich bin da reingegangen, wo die Kanone ist und der Fahrer wäre irgendwie getauscht. Ich weiß es nicht, aber kann auch sein, dass ich jetzt Quatsch erzähle, aber dann könnt ihr uns das auf jeden Fall hier auch in die Kommentare einmal schreiben. Ganz genau, ja. Dann könnt ihr auch was dazu beitragen. Aber sehr, sehr interessant. Bist du denn selber auch irgendwie in dem G13 gefahren zu deiner Zeit? Noch nicht. Nee? Nein. Der Panzer ist älter. Und dieser Panzer ist weltweit so rar und so teuer, dass es ganz wenige hat. Jetzt ein Kollege von mir hat gerade einen fertig restauriert und ja, wir liegen da bei 500.000. Ich wollte gerade sagen, ne? Das ist richtig. Im Fernsehen haben sie gezeigt, dass einen von England diese Bruce, einen in Australien verkauft hat für 1 Million. Genau, ja. Und diese, wo er verkauft hat, ist auch 90% ein Schweizer Chassis. Ja. So Leute, jetzt haben wir noch eine Möglichkeit von Andrea jetzt noch ein Schmuckstück uns anzuschauen. Und zwar haben wir hier eine MiG, eine russische MiG. Ich muss gleich mal fragen, aber die war laut Andrea noch bis in den 90er Jahren im Bosnienkrieg im Einsatz gewesen. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Er hat hier noch die Möglichkeit, Cockpit aufzumachen. Da können wir uns jetzt gleich mal reinsetzen. Das ist natürlich jetzt auch mal was ganz Besonderes. Habe ich so jetzt in der Form auch noch nie gemacht. Also du hast gesagt, die war jetzt noch bis in die 90er Jahre. Ja, bis 2003.
Bis 2003 war die noch im Einsatz? Ob es wirklich Einsatz, weiß ich nicht, aber 2003 haben sie den verkauft. Ach so, okay, ja. 93 sicher. Der Flugzeugtyp ist es eine MiG und welche Version? Da gibt es ja, keine Ahnung, wie viele Versionen, ne? 21 UM, weil es 2 Sitzer ist. Welche jetzt genau Version, weiß ich auch nicht. Mhm. Weil es ein paar Sachen anders sind oder so, aber so gut kenne ich mich auch nicht aus. Aber 2 Sitzer, weil es halt ein Schulflugzeug auch war. Ganz ne? genau. Ja. Okay, so. Andrea hat uns hier eben einmal eine Leiter hingestellt, damit wir hier mal ins Cockpit kommen. Jetzt schauen wir uns das mal eben an. Jetzt weiß man am besten mit dem anderen Bein, sonst wird das hier, glaube ich, nichts. Ach du grüne Freunde hier. Ja, ich habe Platz. Es geht tatsächlich. Ich hätte jetzt gedacht, das fällt hier ein bisschen minimalistischer aus. Aber was erschreckend ist, ist natürlich die ganze Technik hier drin. Ne? Das ist, also wenn ihr das hier seht, also ich habe ja überhaupt gar keine Ahnung jetzt hier von den Armaturen. Hier ist noch das Einzige, was ich hier sehen kann. Das ist ja auch alles kyrillisch, die Schrift hier. Das erkennt ihr hier ganz gut. Andrea kann uns, glaube ich, hier mal eher noch erklären, was irgendwie ist. Ne? Ja, Horizont. Horizont, genau, das ist das, was ich noch definieren kann. Und dann hört es schon fast Die auf. Uhr. Ah, das ist die normale Uhr, okay. Vielleicht läuft sie noch. Ja, muss sie. Muss die. Ah, jetzt Ja, läuft sie. tatsächlich, ja, läuft noch. Weil die ist mit Feder kannst du die aufspannen und das geht allein. Aha, Ja. klasse. Und diese Version von Polen hat diese Anzeiger nur bis 30 Sekunden hier und die Russen haben bis 60. Aha, okay, das ist der Dann Unterschied. hier die G-Kräfte. Die letzten G-Kräfte werden immer eingespeichert. Oder? Und diese Zeiger hier sind so bemalt worden, oder? Weil der Pilot musste, dieser vorderen Pilot musste im Blindflug fliegen. Dieser Vorhang da kommt vor dem Helm runter, damit man da nichts spionieren konnte. Aha, okay. Man musste sich nur auf die Instrumente verlassen. Ach so. Und damit man da ein bisschen mehr Referenz hat, Ja. wo noch gut ist, blau, oder wo ganz scheiße ist, rot, Ja, aber das- haben sie sich da die Instrumente teilweise markiert. Und da ist eben die ganze... Aber das war jetzt diese Markierung jetzt, um nochmal für euch, fürs Verständnis jetzt speziell wegen dem Ja, nur für die Schulung. Ne? Hat Sonst uns wäre das jetzt natürlich nicht so mit diesem erklärt, ganz genau. Vorhang und so weiter hier. Ne? Das ist dann halt schon wieder speziellerer Natur, weil es halt ein Schulflugzeug ist. Und hier kannst du hier was zu der Apparatur sagen? Das ist die Optik. Ah, okay. Jetzt diese Flugzeug hier hat keine Kanonen dabei, oder? Aber andere Flugzeuge haben eben 23 mm Kanonen als Bordkanone und das ist eben die ganze Optik zum Schießen. Ja. Ja, und dann hat man hier seinen Steuerknüppel. Ne? Ganz genau. Das ist Wahnsinn. Ne? Was ist dieser Hebel hier noch? Das ist auch zum Ziehen für Flap bewegen. Ah, okay. Und dann hast Gasanschlüsse, du an den Seiten halt jeweils noch eine Radio und unheimlich viele Schalter und das ist ja. zum Anlassen Startknöpfe. Da unten sind alle Startknöpfe Ach, zum Treibwerk. Hier werden die Triebwerke dann angelassen. Über diese Knöpfe hier vorne. Ja, dem Flugzeug allgemein wird da langsam Strom rauf. Da
für Gas geben, Knöpfe. Ach, das ist, hier, genau, das, was man auch in den normalen Da Zivilmaschinen Fahrwerk sieht. hineinfahren. Genau. Aha, das ist dieser Hebel. Boah, so. Also vom Sitzen her ist doch, finde ich, ist es jetzt nicht unangenehm. Aber ich könnte mir vorstellen, wie lange ist man, sage ich mal, im Schnitt vielleicht geflogen? Also so ein Kampfeinsatz jetzt mal. Ja, kommt darauf an, wenn Sie da volle Pulle geflogen sind, ist der Treibstoff schneller verbraucht geworden. Also Aber ich es ist glaube, nicht so lange, 1,5 ne? Stunden oder Maximal, ja. Ich glaube dann, das geht halt noch. Ne? so. Kommt darauf Also, an, ob Sie die Zusatztank mitgehabt haben oder nicht. okay. Ja, Wahnsinn. Also, das ist mal eine ganz besondere Einsicht. Gerade weil man, sage ich mir jetzt auch in Flugzeugen, wir haben ja auch schon einige Mal so gesehen, da hast du aber halt amateurtechnisch halt auch nichts mehr drin gehabt. Aber jetzt mal alles drin zu haben und dann drin zu sitzen, fehlt nur ist... noch ein Panel da. Aber ja, Aber ansonsten... 90% ist es gut. Es ist ja auch, jeder Platz ist ja hier ausgenutzt. Es gibt ja hier gefühlt keinen Platz, wo keine Technik mehr ist. Ne? Das ist großer Wahnsinn. Klasse, das mal so zu erleben. Und hier saß jetzt in dem Schulflugzeug letztendlich der Schüler. Ganz genau. Und hinten dann der Instruktor. Instruktor. Okay. Und der Unterschied ist, der Schüler hat der Plexiglas vom Cockpit ist 90% alles offen, außer eben dieser Vorhang für Schulung, wenn über dem Helm runtergekommen ist. Aber der hinteren Platz sieht man nicht so gut, hat es nur links, rechts Platz zum Rausschauen. Ach so, ja. Und da sieht man die Klappe da, wenn der Fahrwerk offen oder zu ist, geht diese Klappe auf und man sieht da im Prinzip geradeaus, wie wenn man durch ein Periskop schaut. Ah, okay, ja. Da habe ich auch vom Pilot, wo ich kennengelernt habe, wo dieses Flugzeug geflogen hat, habe ich ein Foto, wo man durch diesen Periskop schaut. Ah, okay. Weil jetzt diesen Periskop aufmachen, habe ich diese Abdeckungen drauf für die Sonne oder so. Ja, Oder klar, das bleicht natürlich hier alles auch genau. aus. Ne? Das darf man nicht vergessen und man will es ja so lange wie halt möglich in dem Zustand halt behalten. Eine Frage noch, die einen, glaube ich, hier am meisten immer beschäftigt. Wo würde man jetzt hier den Schleudersitz auslösen? Durch diese zwei Hebel hier. Ah, und die müsste ich dann ranziehen, oder was? Ja. Aha, okay. Da vor den Beinen hast du da so ein Feder, dieses Stahlseil. Wenn man das zieht, hat das alles deine Beine zurückgezogen am Sitz, damit du nicht eingeklemmt bist. Ja, wollte gerade sagen. Oder? Ne? Und dann ging es raus, oder? Aha, also diese kleinen Schlingen Und diese hier Mick unten. hier hat schon die Technik, dass der Vorderen kann nur rausgehen, oder? Wenn der Hinteren, in diesem Fall, schon raus ist. Also kann den Fehler wie bei Top Gun auf dem F-14, wo der Maverick und der andere gestorben ist, nicht passieren, weil da die Reihenfolge bestimmt ist. Weil der vorderen Schleudersitz, die Flamme würde dann der Hinteren, wenn der Hinteren schon den Dach nicht mehr hat, blöd gesagt, abfacken. Ja, also es klar, gibt Reihenfolge. ist dann schon der vorderen Cockpit-Glashaube geht als ersten weg, die hintere als zweiten, erster Sitz hinten, zweiter Sitz vorne. Aha. Diese Reihenfolge hier. Ja, spannend. Aber das macht natürlich Sinn, auch mit den Schlingen hier, hast du recht. Ne? Sonst würde ich hier mit den Knien hängen bleiben irgendwie. Ne? Hätte das ja gar nicht mehr so wirklich, könnte das gar nicht bedienen in der Gefahrensituation. Und dann schließen sich diese Schlingen hier praktisch an diese Beine und ziehen die zurück. Krass. Wahnsinn. Andrea macht hier nochmal eben das Cockpit zu. Ja. Ja, du musst halt, der Schleudersitz muss halt funktionieren, ne? Weil wenn du mit dem Ding dann nach unten kachelst, dann war es das auch gewesen. Ne. Aber vom Sitzen her ging es wirklich. So, jetzt sind wir ein bisschen weiter gefahren
Und Andrea hat uns hier noch mal ein paar weitere Schmuckstücke vorzuführen. Hier hast du gesagt, die ist von 1942. Was ist es genau für eine? 15 cm Haubitze. 15 cm Haubitze. Da kann man den Verschluss aufmachen. Ja. Ach, den kannst du sogar noch öffnen. Ja, ja, sicher. Boah. So ein Bajonettverschluss. Wenn es zugeht, dreht es. Das ist auch mal... Gut eingefettet. Ja, Ja, ja Wasser klar, ist muss. ein bisschen auch drin. Mhm. Leider. Wenn man hier wieder zugemacht hat. Ja, toccare sul cilindro per il sì, la può al volo piazzale. Faccio una rinfrescata. Tira via il carellì, vera un po' i gam. So, wir kommen jetzt langsam ein bisschen zum Ende. Also vielen Dank heute nochmal für Andrea, dass er uns hier die Möglichkeit gegeben hat, mal so seine Sammlung zu zeigen. Wie gesagt, Andrea hat vor, das Ganze ein bisschen größer aufzuziehen, das museal ein bisschen aufzuarbeiten, so dass auch Außenstehende, so wie wir, dann auch öffentlich halt Zugang bekommen können. Ne? Ganz genau. Und du das Ganze auch dann gerne zeigst und man hier vielleicht auch nochmal eine Möglichkeit hat zu den regulären Sachen, die man hier vielleicht in der Schweiz schon kennt, noch einen weiteren Punkt findet, wenn man hier Urlaub macht, wo man sich gerne mal ja, zurückziehen kann, sich mal solche Sachen aus dem historischen Background anzuschauen von dem Militär. Wie gesagt, Andrea hat eine ganze Menge militärische Sachen gesammelt und das ist halt richtig toll und wäre halt schön. Und dann könnte man halt solche Objekte sich dann anschauen, wie jetzt hier diese Haubitze in dem Fall. Und vielen Dank nochmal für deine Zeit. Ja. Wir bleiben, wie gesagt, im Kontakt und wir halten euch auch auf dem Laufenden, wenn Andrea sich bei uns meldet und sagt, hier, Leute, es geht los. Ich kann jetzt hier was zeigen für die Öffentlichkeit. Ganz genau. Und dann kriegt ihr auch die Info von uns. Ja, das war es jetzt erstmal von uns mit diesem kleinen Videolog von uns. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.